Kennt ihr dieses Gefühl, wenn man morgens aufwacht, die Augen noch brennen, man sich fühlt wie ein nasser Sack Mehl und der erste Gedanke ist, wie soll ich das bloß alles schaffen? In meinen 20ern habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich wollte mehr vom Leben. Ich wollte mein Abi nachholen und studieren. Aber die Miete, die zahlt sich nicht von selbst. Also habe ich gearbeitet. Tagsüber der Job, abends die Bücher und am Wochenende die Hausarbeit. Ich war stolz darauf, wie viel ich weggeschafft habe. Ich dachte, das ist echte Disziplin. Heute weiß ich, es war der Anfang einer totalen Selbstaufgabe. Nach dem Studium kamen unsere Kinder, unser ganzer Stolz. Mit ihnen veränderte sich unser Leben grundlegend. Es gab viel zu tun und Neues zu lernen. Und vor allem die schlaflosen Nächte. Und der Druck, welcher immer weiter wuchs. Plötzlich war da keine Minute mehr für mich selbst. Jede freie Sekunde gehörte der Arbeit oder der Familie. Mein Tagespensum war wie ein Berg, den ich jeden Morgen vom Neuen besteigen musste. 5 Stunden Schlaf und das Nacht für Nacht. Jahrelang. Man gewöhnt sich an den chronischen Schlafmangel und man stumpft ab. Man trinkt zum Mittag schon den 4. Kaffee und merkt gar nicht mehr, dass der Körper schon seit Stunden auf Reserve läuft. Ich war wie eine Maschine, bei der man vergessen hat, das Öl zu wechseln. Ich habe einfach nur noch funktioniert. Das Schlimmste daran war aber nicht die Müdigkeit und die Tatsache, dass ich nur noch auf den Zahnfleisch lief. Das Schlimmste war, dass ich für Hobbys, Sport und Freunde treffen keine Zeit mehr hatte. Es fühlte sich irgendwie an wie ein Luxusartikel, den ich mir nicht mehr leisten konnte. Nicht aus finanzieller Sicht, sondern aus energetischer Sicht. Ich war zwar physisch anwesend, wenn wir gegessen haben oder beim Spielen mit den Kindern, aber mein Kopf war immer beim nächsten Meeting, der nächsten Deadline oder der nächsten Rechnung. Ich war ein Schatten meiner selbst, gefangen in einer Endlosschleife aus Pflichten. Und das Gefährlichste ist, man merkt das lange Zeit gar nicht, weil einem die Gesellschaft zeigt, dass das Leben eines Erwachsenen ist. Ich dachte, ich ziehe das einfach durch, bis es wieder besser wird. Aber mein Körper hat angefangen, mir lauter zu schreien, bis ich es nicht mehr ignorieren konnte. Man denkt immer, man ist unverwundbar, dass der Körper ein unendliches Konto ist, von dem man abheben kann, immer wieder, ohne jemals einzuzahlen. Mein Körper hat mir schon lange kleine Signale gesendet. Ein Ziehen im Rücken, ein leichtes Schwindelgefühl und dieses ständige Rauschen in den Ohren. Aber ich hatte keine Zeit für Signale. Ich hatte Termine und Kinder, die versorgt werden mussten. Also habe ich die Zähne zusammengebissen und habe einfach weitergemacht. Bis zu dem Tag, an dem mein System einfach kollabiert ist. Ich saß beim Arzt, weil meine Kollegen und meine Familie mich überzeugt hatten. Sie sagten, da sei etwas nicht in Ordnung mit mir, da stimmt was nicht. Ich sei nur noch gereizt und nervös. Als der Arzt dann den Blutdruck maß, veränderte sich mein Gesichtsausdruck. Er sah mich an und er sagte Zahlen, die ich erst gar nicht begriff. Mein Blutdruck war so hoch, dass er lebensgefährlich wurde. Er redete vom Burnout und körperlichen Raubbau. Er hielt mein Rezept für Beta-Blocker hin. In diesem Moment fühlte ich mich wie ein Versager. Ich war Anfang 40 und brauchte Tabletten, um mein Herz zu beruhigen, das nur deshalb so raste, weil ich es jahrelang gepeitscht hatte. Mein ganzer Körper tat weh, jeder Muskel, jedes Gelenk fühlte sich an, als wäre es um Jahrzehnte gealtert. Ich starrte auf dieses Rezept und spürte einen tiefen Widerstand. In mir schrie jede Zelle, das kann es nicht sein. Soll das jetzt etwa der Rest meines Lebens sein? Morgens eine Tablette, um das System künstlich zu beruhigen, damit ich weiter im Hamsterrad laufen kann? Ich hatte Angst, richtige Angst, dass ich meine Kinder nicht mehr aufwachsen sehe, wenn ich so weitermache. Dass ich irgendwann einfach umkippe und eine Lücke hinterlasse, die niemand füllen kann. Aber ich wusste auch,
Wenn ich jetzt so diese Pillen nehme, ändert sich gar nichts. Ich bekämpfe nur die Symptome, aber ich rette nicht mein Leben. Ich wurde erst mal für 2 Wochen krankgeschrieben und saß dann zu Hause rum. Die Stille dort war fast unerträglich, weil plötzlich der Lärm der Arbeit weg war. Ich fing an, stundenlang zu recherchieren. Ich wollte verstehen, was mit mir passiert war. Dabei stieß ich immer wieder auf dieselben 3 Worte: Sport, Erholung und Ernährung. Es klang so banal, fast schon beleidigend einfach. Aber mir wurde klar, ich hatte diese 3 Säulen komplett aus meinem Leben gestrichen. Ich war wie ein Haus, das versuchte, ohne Fundament im Sturm zu stehen. Und der Sturm war gerade dabei, mich einzureißen. Ich wusste, dass ich irgendwas tun muss. Und zwar was Radikales. Ich hatte keine Kraft, um ins Fitnessstudio zu gehen oder für komplizierte Pläne. Also habe ich das Einzige gemacht, was sich in diesem Moment machbar anfühlte. Ich habe ein altes Fahrrad aus dem Keller geholt. Ich dachte, ich setze mich einfach drauf und fahre los, so wie früher. Aber die Realität hat mich mit einer Wucht getroffen, auf die ich nicht vorbereitet war. Nach den ersten paar 100 Metern brannte meine Lunge und die Beine fühlten sich an wie Blei. Dort, auf diesem alten Sattel, wurde mir das Ausmaß der Zerstörung erst bewusst. Ich war ein Mann in den besten Jahren und konnte kaum den kleinsten Hügel noch besiegen oder hochfahren, ohne dass mir schwarz vor Augen wurde. Es war demütigend und ich schämte mich vor mir selbst. Das Pendeln zur Arbeit war kein Triumphzug. Es war ein Kampf gegen den eigenen Verfall. Ich wollte hinschmeißen und das jedes Mal. Ein paar Wochen später kam die Eltern-Kind-Kur. Ich dachte, ich gehe da einfach hin und ruhe mich ein bisschen aus, ja, damit ich danach wieder funktionieren kann und ich einfach repariert bin. Ich wollte schnell zurück ins Hamsterrad wie nur möglich, damit ich dort weiterlaufen kann. Aber dort in den Gesprächen mit den Therapeuten und beim Beobachten der anderen Väter und Müttern, da fiel die Maske. Mir wurden die Augen geöffnet und das nicht sanft, sondern mit einer schmerzhaften Klarheit. Ich begriff, ich hatte die letzten Jahre eine Rolle gespielt. Ich war der Versorger, der Arbeiter, der Macher. Aber der Mensch dahinter war schon längst verschwunden. Dort in der Kur habe ich zum ersten Mal wirklich verstanden, was ich meinen Kindern antat. Ich habe ihnen immer gesagt, passt auf euch auf, seid gut zu euch selbst. Aber was haben sie gesehen, wenn sie mich anschauten? Sie sahen einen Vater, der sich völlig egal war. Ein Vater, der keine Freude ausstrahlte, der keine Leidenschaft für ein Hobby hatte und der keine Freunde traf. Ich habe ihm beigebracht, dass Erwachsensein bedeutet, sich selbst aufzugeben. Ich war kein Vorbild. Ich war ein lebendes Beispiel dafür, wie man sich langsam selbst zerstört. Und dieser Gedanke, der war schlimmer als jeder hohe Blutdruck. Ich saß abends am Fenster und blickte auf das Gelände und wusste, wenn ich jetzt nach Hause fahre und so weitermache wie bisher, dann verliere ich nicht nur meine Gesundheit, dann verliere ich die Chance, meinen Kindern zu zeigen, wie ein erfülltes Leben aussieht. Ich musste nicht nur mein Tempo ändern, sondern meine gesamte Richtung. Als ich von der Kur wiederkam, wusste ich, die alten Strukturen müssen fallen. Ich habe angefangen, das Radfahren nicht mehr als notwendiges Übel zu sehen, sondern als meine tägliche Therapie. Und ja, ich bin jetzt eine halbe Stunde später zu Hause, wenn ich zur Arbeit pendle. Und früher hätte mich dieser Gedanke an die verlorene Zeit richtig gestresst. Aber heute weiß ich, es ist die wertvollste Zeit des Tages. In dieser Zeit streife ich den Stress vom Job ab. Und wenn ich die Haustür öffne, dann bin ich nicht mehr der gereizte und erschöpfte Arbeiter. Ich bin der ausgeglichene Vater, der wirklich da ist. Früher dachte ich, Sport sei etwas, das ich zusätzlich machen muss. Noch ein Punkt auf der To-Do-List, der mich von den Kindern trennt. Was für ein Irrtum.
Ich habe angefangen, einfach Sport zusammen mit ihm zu machen. Wenn ich jetzt mit meinen Calisthenics-Übungen mache, hängen sie einfach neben mir an der Stange. Wir machen Wettrennen mit den Fahrrädern und haben die starren Autofahrten, bei denen wir nur stumm miteinander sitzen, durch Radtouren ersetzt. Wir fahren nicht mehr nur irgendwo hin, wir erleben gemeinsam den Weg. Wir riechen den Wald, wir spüren den Regen und wir lachen über Pfützen. Es ist keine geopferte Zeit mehr, es ist unsere gemeinsame Zeit. Das Schönste aber ist das Gefühl, dass ich endlich das verkörper, was ich meinen Kindern wünsche. Ich erzähle nicht mehr nur, dass sie auf ihre Gesundheit achten sollen. Sie sehen es jeden Tag bei mir. Sie sehen einen Vater, der schwitzt, der sich bewegt, der gesund ist. Nicht, weil er muss, sondern weil es ihm die Kraft gibt. Ich lebe ihnen vor, dass man sich als Erwachsener nicht aufgeben muss, dass man Grenzen setzen darf und dass Erholung kein Luxus ist, sondern die Voraussetzung dafür, dass man für andere da sein kann. Ich bin heute fitter als in meinen 20ern, nicht nur körperlich, sondern auch mental. Wenn du gerade in so ein Hamsterrad steckst wie ich damals und denkst, dass du keine andere Wahl hast, dann glaub mir, du hast sie. Auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt. Der Ausweg beginnt nicht mit einem Marathon, sondern mit einer Entscheidung, dass du es wert bist, Zeit für dich zu beanspruchen. Hol das Rad aus dem Keller und fahr die ersten Meter. Nicht nur für dich, sondern für die Menschen, die zu dir aufschauen. Es ist nie zu spät, ein echtes Vorbild zu werden. Wir sehen uns vielleicht mal irgendwann draußen auf dem Fahrradweg. Ciao, euer Manuel.